Auch heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema TransAlta Renewables. Und es hat ein Ereignis stattgefunden, nämlich eine Fusion. TransAlta Renewables wurde von ihrer Muttergesellschaft, der TransAlta, Anfang Oktober, nämlich genau zum 10. Oktober übernommen. Und wir schauen uns das gleich mal im Detail an, was also die Fusion bedeutet und welche Entscheidung ich jetzt treffen werde für meine Aktienposition. Also bleibt dran, es geht auch schon los. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid, das freut mich sehr. Es kam ein Vorschlag, eine Frage aus der Community, was denn mit der TransAlta Renewables jetzt aktuell los ist. Und tatsächlich habe ich dann auch in meine Position geschaut und, oh Schreck, entdeckt, das ist ja gar nicht mehr die TransAlta Renewables. Und was genau jetzt passiert ist, das zeige ich euch gleich. Ich habe hier einen Artikel gefunden von ecoreporter.de und die sind hier ein bisschen drauf eingegangen. Ich blende das nochmal besser später dann euch den Link hier ein. Aber im Grunde ist Folgendes passiert. Es haben die Aktionäre der TransAlta Renewables einer Fusion mit dem Mutterkonzern zugestimmt und das hat schon am 4. Oktober 2023 stattgefunden und dadurch, ja, was passiert bei einer Fusion? Es findet also ein Aktientausch statt, nämlich eine Umbuchung, Ein- und Ausbuchung könnte man auch noch sagen. Man bekommt für seine TransAlta Renewables Aktien 1,0337 TransAlta Aktien oder 13 kanadische Dollar. Das entspricht ungefähr im damaligen Kurs 9,06 Euro in bar. Keine Sorge, muss jetzt nicht hier den Taschenrechner rausholen. Ihr könnt in euer Depot gehen und bei mir ist das in dem Fall Trade Republic. Da das ja im Oktober war, müsst ihr bei Trade Republic in euer Profil gehen und klickt dann auf den Scrollt zu den Einträgen im Oktober und dann findet ihr hier schon einen Eintrag TransAlta Renewables und Fusion und dann klickt ihr hier drauf, könnt dann, ja, du hast an einer Fusion teilgenommen, ist auch ganz witzig, ich wurde natürlich noch nicht da gefragt, also ich hatte da nichts aktiv zugestimmt, aber andere Aktionäre und somit ist das Ganze natürlich dann über die Bühne gegangen. Hier sieht man nochmal Details und ihr könnt dann unten auch in eure Abrechnung gehen. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ich rufe hier die Abrechnung auf. Bei mir ist das ab 12. Oktober passiert und ich habe hier also 43,46 Stück TransAlta Renewables Aktien gehabt. Die wurden ausgebucht und eingebucht wurden dafür im Gegenwert 28,96 und ich habe also noch einen Barausgleich bekommen. Das seht ihr hier in der Anzeige in der Tabelle gezogen und Solidaritätszuschlag und Erstattung Quellensteuer und somit kommt man auf einen Wert von 102,33 Euro und dieser Wert ist ja auch dann in mein Depot eingebucht worden. Das seht ihr nochmal im Detail hier unten, also hier die Gutschrift und tatsächlich habe ich 102,33 Euro dann wieder ausgezahlt bekommen auf das Verrechnungskonto. Ich habe davon keine TransAlta-Aktien gekauft. Ja, wie ist die Situation einzuschätzen? Die TransAlta ist ein Energieversorger, ganz normal, hat hier 1200 Mitarbeiter. Es sitzt in Kanada natürlich und den Kurs liegt bei 7,53 Euro und er ist sparplanfähig bei Trade Republic, Consorsbank oder Finanzen.net, vielleicht auch bei anderen Brokern, die ich hier nicht aufgelistet habe. Es gibt eine Dividendenrendite von ca. 2%, wie eingangs schon erwähnt, das ist ein Quartalszahler. Es gibt leider auch kein Dividendenwachstum, kein großartiges und aber auch keine Senkung. Das ist halt hier ein kleiner Nachteil oder Vorteil. Die Aktie ist eigentlich ziemlich langweilig, hat unterperformt, 25%. Das ist eher nicht so interessant für mich. Also ich kann nur sagen, ich schaue jetzt mal, wie lange ich die Position noch halte und wie sich das nächstes Jahr entwickelt wird bei der TransAlta. Die Dividenden nehme ich nochmal mit im Februar und danach gibt es für mich einfach eine Entscheidung, ja, macht der Konzern weiter guten Gewinn oder nicht. Ja, mein Grund, meine Investmentthese, nämlich monatlich eine Dividende gezahlt zu bekommen, ist natürlich jetzt dadurch nicht mehr aktuell und die Frage ist, ob das dann mit 2%, also noch genug Rendite erwirtschaftet, wie ich mir das vorstelle. Ich habe eher eine kleine Position. Wir können noch mal reinschauen in mein TransAlta Profil. Seht hier meine Position TransAlta und ich habe ja jetzt hier 28, 29 Stück. Der Buy-in-Kurs wird jetzt mit 18,81 dargestellt.
Dividendenrendite ist hier sogar 2,16%. Die Entwicklung der letzten 5 Jahre ist mäßig. Wir waren mal All-Time-High bei letzten 5 Jahre bei 11,30 € und sind dann jetzt abgestürzt auf die Hälfte. Ungefähr 6 bis 7 Euro haben wir hier. Also man muss sich anschauen, TransAlta, wie ist die Bewertung, haben die Schulden, wie investieren die und welche Geschäftsfelder sind tatsächlich noch eine Cash-Cow. Und nochmal auf den Aktienfinder, da sehen wir das in der Übersicht. Am 29.02. ist der Ex-Dividendentag und am 1.04., am April, werden dann die Dividenden ausgezahlt werden. Also ziemlich viel später. Es ist einfach ein Unterschied zur TransAlta Renewables. Die hatte natürlich eine entspannende monatliche Investmentzahlung, war aber auch sehr konservativ in der Entwicklung und eher tendenziell nach unten gegangen. Ich habe ja schon mal ein anderes Video gemacht, das verlinke ich euch nochmal am Schluss. Aber die TransAlta Renewables ist Geschichte und ihr seht, ihr müsst mit eurem Investment nochmal vielleicht ein Rebalancing machen und überlegen. Schreibt es gerne mal auch in die Kommentare, ich bin gespannt, wie ihr euch entscheidet. Das war's auch schon in aller Kürze. Jetzt wisst ihr genau, was mit der TransAlta Renewables passiert ist. Ich hoffe, ihr könnt eine Entscheidung für euch selbst treffen. Welche Entscheidung trefft ihr für euch selbst? Behaltet ihr die TransAlta? Bleibt ihr investiert? Jetzt wird ja nur noch 4-mal im Jahr eine Dividende ausgezahlt. Ist auch nur noch mal 2% circa an Dividendenrendite. Es ist einfach eine andere Konstellation. Also, welche Entscheidung trefft ihr für euch selbst? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen informativen Mehrwert gebracht und kann euch bei eurer Entscheidung gegebenenfalls unterstützen. Schaut nochmal auf meine anderen Videos auf dem Kanal. Bleibt investiert. Bis bald. Danke euch. Ciao, ciao.